Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir gucken heute mal ein bisschen mit dem Engel-Tarot, was ansteht. Ja, und wir haben hier die Neuen des Feuers. Irgendwie geht es darum, dass du vielleicht ein bisschen verteidigen musst, was du dir erschaffen hast, dass du nicht aufgeben sollst und dass du Mut fasst, an dich selbst auch wieder zu glauben. Da hat sich eine umgedreht. Ja, hier erwartet man irgendwie etwas, was Schlimmes, oder man hat schlaflose Nächte, oder man grübelt, man überlegt, man denkt nach, und man hat hier wahrscheinlich auch irgendwie die Angst, etwas zu verlieren, und man stellt es sich schlimmer vor, als es eigentlich ist. Und hier unten haben wir noch die 6 der Luft. Es geht aufwärts, das Ende einer schwierigen Situation. Also man macht sich hier zu viele Gedanken um irgendetwas. Man interpretiert sehr viel in etwas hinein. Man kommt so in dieses Ding von Verluste. Ich möchte nicht verlieren, und erwartet damit auch das Schlimmste. Hier auf der Karte steht noch: Denke an die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, ne? Dass man natürlich auch oftmals das kriegt, was man bekommt, was natürlich in diesem Fall schwierig ist, denn wenn es mal so ist, dass du versuchst, in die Verteidigungshaltung zu gehen, dann hat es ja irgendwo auch einen Grund. Gucken wir ein bisschen weiter. Ja, wähle Freiheit, ne? Jetzt kommt es eben. Es ist die Illusion, die wir hier aufrechterhalten. Wir denken, wir sind blockiert, ne? Wir kommen nicht von irgendwas weg. Es sind immer wieder Hindernisse. Und genau auf diese Hindernisse fokussieren wir uns und vergessen dann ganz, dass man einen anderen Weg wählen kann. Und hier geht es auch nochmal speziell darum, Gedanken von Negativität abzuwenden und positive Möglichkeiten zu visualisieren. Also sich nicht festgefahren fühlen, sondern wieder einen Weg zu finden, zu sehen, der einen frei macht. Ja, auf der Karte ist es halt so, dass man sagt, das ist oftmals nur eine Illusion, ne? Dass man festgefahren ist, weil man viel rein interpretiert, weil man keine Alternativen irgendwie erkennt. Ja, hier haben wir diesen Balanceakt irgendwo. Möglicherweise fühlt es sich an, als das Leben ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Man versucht vielleicht viele Dinge auf einmal zu machen oder sich Träume zu realisieren. Und hier ist es einfach wichtig, dass wir die Zuversicht aufrechterhalten, auch zum inneren Kind zum Beispiel. Und auch so vergnügt wie möglich zu sein, also nicht mit dieser Schwere, scheint hier auch ein Weg in die Freiheit zu sein. Und auch hier wieder die positive Einstellung ist gefragt zu den Dingen. Da haben wir jetzt noch 2 gekriegt. Hier kommt Unterstützung auf den Weg, ne? Hier geht es darum, wie man auf der Karte auch schon sieht, dass es Menschen gibt oder Geschenke im Leben, aber man nimmt sie nicht wahr, ne? Man träumt so vor sich hin, man versucht Klarheit zu erlangen, und es geht aber auch darum, dass man den Träumen Taten folgen lässt, also einen Weg wieder zu wählen, Leichtigkeit zu kriegen. Ja, braucht man eigentlich nicht viel mehr dazu sagen. Und das ist hier ein Prozess, der sich beendet, in den man sehr viel hineinlegt an Interpretation von es ginge nicht weiter, es kann nur schlecht weitergehen. Aber hier haben wir den erfolgreichen Abschluss, ne? Hier kommt irgend so eine Belohnung, ein Gefühl der Vollendung. Man hat einen guten Job gemacht, Anerkennung schwingt irgendwo mit. Wir haben auch spirituelle Erkenntnisse. Und hier geht es auch darum, genau diesen Abschluss dann mit dem dazugehörigen Glücksgefühl einfach zu feiern, ne? Dass man hier sagt, okay, ich habe hier einen Prozess durch, der war nicht ganz so einfach,
Es wird hier auf jeden Fall so sein, dass du auf diesem Prozess noch Unterstützung kriegst. Es kommt nur darauf an, sie auch zu erkennen. Und der Weg könnte hier sein, ein bisschen mehr Leichtigkeit oder Positivität an den Tag wieder zu legen, wo man in der Gedankenspirale drin ist, sich alles schlimmer vorzustellen, als es denn dann in Wirklichkeit ist. Wir gucken mal, was der Schutzengel noch dazu sagt. Also hier geht es darum, dass es ein bestimmter Lernprozess ist, ne? Dass man gerade im Moment sehr viel lernt, vielleicht auch Sachen entdeckt, die man so nicht kennt, die einem dann das Gefühl geben, es geht irgendwie nicht weiter, weil der Weg, den man bisher gewählt hat, auch ausgedient hat, ne? Also da ist hier so eine große spirituelle Entwicklung dahinter. Und es geht darum, noch ein bisschen Geduld zu haben und sich bewusst zu machen, dass man eben gerade auf diesem Weg ein Lernender ist und dass man Erfahrungen macht. Was sagen denn die Vögel noch dazu? Ihr habt oder wir haben hier den Kleiber. Der Kleiber sagt, ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Also hier kriegt man so die nötigen, ja, wie soll ich euch das erklären? Man kriegt diese Unterstützung, die ja auch hier ist, aber wir erkennen sie nicht. Und da ist ein bestimmter Halt hinter dem Ganzen, den wir vielleicht gerade übersehen, weil wir uns alles zu negativ denken oder weil es auch zu viel sein kann für den einen oder anderen. Und ihr sollt oder wir sollen das hier mehr als Lernphase betrachten. Was sagen die Signale des Zauberwaldes? Das sind mir zu viele, deshalb ziehe ich jetzt mal eine raus. Sei der Klügere und gib nach. Hier geht es vielleicht auch darum, einen Kampf aufzugeben, ne? Vielleicht hier wähle Freiheit, auch etwas, wo du sinnlos hineininterpretierst oder mit dir selbst haderst. Hier liegt natürlich der Schlüssel im Loslassen drin und im Visualisieren, dass man vielleicht gar nicht kämpfen muss, dass es eben eine Illusion ist. Okay, ihr Lieben, ihr kriegt heute am Sonntag dieses Goodie so ähnlich für die Sternzeichen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ich drücke euch bis bald.